Knoblauchpflanzen und Herbstpflege im Garten. So bereitest du dein Beet perfekt vor Servus und Hello. Hier ist deine Garten-Lea. Heute wird's praktisch. Wir pflanzen gemeinsam Knoblauch, schneiden ein paar Hostas zurück und setzen noch einen wunderschönen Zierapfelbaum. Ein ganz normaler Herbsttag im Garten. Ruhig, erfüllend und genau das, was man an solchen Tagen einfach liebt. Gemüsegarten and Beet Check. Ich starte heute hier im Hochbeetbereich. Wie du siehst, ist's schon deutlich leerer als im Sommer, aber das ist völlig normal. Ein paar letzte Erbsen blühen noch tapfer. Brokkolireste stehen hier und da. Kleine, feine Köpfe, die jetzt die Hühner bekommen. Ach ja, da kommt auch schon wieder eines angeschlendert. Die sind einfach überall dabei. Ehrlich, manchmal könnte ich stundenlang nur dasitzen und ihnen können zusehen. Spinat ist abgeerntet, Bohnen raus, Melonen ebenfalls. Aber schau dir diese Heidelbeere an, was für ein Herbstkleid. Und genau hier, in diesem Beet, möchte ich heute meine Knoblauch pflanzen. Boden vorbereiten und düngen. Zuerst kommt die Bodenarbeit. Ich nehme die Bügel ab, lockere alles gründlich durch und arbeite ordentlich Kompost ein. Am liebsten meinen Land-and-See-Kompost, gemischt mit etwas Bio-Starterdünger. Der Boden ist über das Jahr ein Stück abgesackt und Knoblauch ist ein echter Starkzehrer. Also lieber jetzt etwas mehr Nährstoffe geben. Letztes Jahr war ich da etwas nachlässig und die Knollen sind deutlich kleiner geblieben. Diesmal soll's wieder richtig kräftig werden. Oh, und die Erde ist wunderbar locker, voller Regenwürmer. Das ist immer das beste Zeichen. Knoblauch vorbereiten. Jetzt trenne ich die Knoblauchknollen in einzelne Zehen. Wichtig ist, dass die papierartige Haut so gut wie möglich dran bleibt. Das schützt sie. Ich verwende große, gesunde Zehen und pflanze sie mit der Spitze nach oben, Wurzelende nach unten. Mein Favorit ist die italienische Sorte Hardneck. Kräftig im Geschmack, robust und zuverlässig. Diese Sorten bilden einen festen Blütenstiel in der Mitte. Rundherum sitzen die Zehen in einer Reihe. Im Gegensatz zu den weichstieligen Sorten, die man flechten kann, halten Hardnecks zwar etwas kürzer, sind aber geschmacklich einfach unschlagbar. Pflanzen und Abstand. Ich setze die Zehen etwa 4 bis 6 cm tief und lasse rund 10 cm Abstand. Kein Graben nötig. Der Boden ist schön locker. Einfach reinstecken, leicht andrücken und wieder mit Erde bedecken. Dann noch einmal wässern. Und fertig. Ich decke die Fläche zusätzlich mit einer dünnen Schicht Kompost ab. Damit bleibt der Boden aktiv und feucht und die Zehen können über den Winter schon ein kleines Wurzelsystem bilden. Im Frühjahr treiben sie dann von selbst aus. Hosta, Rückschnitt und Pflege. Weiter geht's mit den Hostas. Einige sehen noch schön aus, leicht goldgelb, die dürfen bleiben. Andere sind schon fast durchsichtig, weich und matschig, die schneide ich zurück. Ich lasse mir da Zeit, denn sie geben bis zuletzt noch tolle Herbstfarben ab. Manche kann man auch einfach mit der Hand abziehen, wenn sie richtig eingetrocknet sind. Wichtig ist nur, regelmäßig kleine Pflegeschritte, das zahlt sich am Ende immer aus. Und schau, die Eichenblatthortensien daneben leuchten in den schönsten Herbsttönen. Ich liebe diesen Anblick. Zierapfelpflanzen. Zum Schluss pflanzen wir noch unseren letzten Zierapfel, die Sorte Sugartime. Ein kompakter, wunderschöner Baum mit weißen Blüten im Frühjahr und kleinen roten Früchten im Herbst. Ich habe schon 2 davon gesetzt und dieser hier komplettiert jetzt das Trio. Das Pflanzloch wird großzügig ausgehoben, etwas Kompost rein, gut wässern und dann darf er an seinen Platz. Ich finde, er fügt sich perfekt in das Beet ein. Jetzt, im späten Herbst, ist das ideale Pflanzwetter, mild, feucht und die Wurzeln können sich vor dem Winter noch gut einleben. Abschluss und Stimmung. So, das war's für heute. Knoblauch ist gepflanzt, die Hostas sind geschnitten, der Zierapfel steht. Ein schöner, produktiver Gartentag. Wenn du auch Knoblauch pflanzen möchtest, mach's ruhig noch im Herbst. Er liebt die Kälte und startet im Frühling mit voller Kraft. Und wenn du Lust hast, schau beim nächsten Video wieder rein. Da zeige ich dir, wie du dein Beet winterfest machst, ohne viel Aufwand. Also bleib naturverbunden, bleib kreativ. Lass ein Like da und abonniere noch den Kanal für weiter gute Tipps. Ciao, deine Garten-Lea.